Hallöchen ihr Lieben! Heute gibt es bei mir meine eigene Variation von Spaghetti Bolognese. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe schon mal die Zutaten vorbereitet. Ich habe hier gehacktes, ich habe gemischtes genommen. Man kann auch Rinderhack nehmen oder für die Vegetarier sogar das Fleisch weglassen. Ich habe Karotten, Knoblauchzehe, eine Zwiebel, passierte Tomate, gehackte Tomate, Parmesankäse, frische Petersilie, Tomatenmark, braune Zucker, Pfeffer, Salz und ich habe ein paar Gewürze gemischt. Ich habe hier Rosmarin, Thymian, ein bisschen Majoran, aber jeder kann für sich dann entscheiden, welche Gewürze da reinkommen. Das ist jedem überlassen. Ich habe die Spaghettis, man kann auch hier variieren, auch andere Nudelarten nehmen. Und was ich noch brauche, ist Olivenöl für Braten. Der erste Schritt, ich schneide die Zwiebel, die Karotten, ich schneide auch die Petersilie klein und dann geht es weiter. Die Zwiebel wird jetzt geschnitten, ich schneide das in Würfel. Ihr könnt schneiden, wie ihr wollt, in Ringe oder Hauptsache klein. Die Knoblauchzehe schneide ich auch ganz klein. Die Karotten werden gerieben. Und die frische Petersilie wird auch klein geschnitten. Jetzt habe ich alles klein geschnitten, geschnibbelt, gerieben und es geht weiter am Herd. Es wird jetzt parallel gekocht. Ich habe einen Topf mit Salzwasser schon aufgesetzt. Und hier kommt Olivenöl zum Anbraten. Zuerst kommt das Fleisch. Es wird gut angebraten. Und jetzt kommen die Zwiebeln rein. Dann würze ich mit Pfeffer, Salz, Knoblauchstücke noch dazu, Karotte noch, gut umrühren und etwa 4 Minuten braten lassen. Und während ich jetzt hier schön am Umrühren bin, da kocht das Wasser schon. Kommt die Nudel jetzt rein. Jetzt ist die Zwiebel glasig geworden. Dann gebe ich Tomatenmark dazu. Jetzt kommen die gehackten Tomaten rein. Auch die passierte Tomate. Den Zucker gebe ich jetzt auch. Pfeffer noch. Ein bisschen Salz. Und meine Gewürzmischung aus Rosmarin, Thymian, Oregano. So wie gesagt, jeder kann sich entscheiden für die Gewürze, die derjenige mag. Und gut umrühren. Wenn es zu dick ist, so wie bei mir jetzt, dann mache ich einfach den Deckel von dem Topf kurz weg. Nehme ich ein bisschen Wasser von dem Spaghettiwasser und dann gebe ich dazu. Und dann lasse ich alles zusammen köcheln, etwa 15 Minuten. Der Deckel kommt drauf und bis gleich. Jetzt möchte ich mal gucken, ob die Nudeln schon fertig sind. Eine Kostprobe. Die sind fertig. Jetzt werden die abgeschüttelt. Die Nudeln sind jetzt abgetropft. Jetzt gucke ich nochmal, was mit der Soße los ist. Und zum Schluss, dann kommt auch die Petersilie drauf. Ganz leicht umrühren. Et voilà! Fertig sind die Spaghetti Bolognese alla Tati. Gleich wird der Teller noch dekoriert. Obendrauf kommt noch Parmesankäse und ich werde servieren. So ihr Lieben, mein Kanal braucht eure Unterstützung. Da nicht vergessen,
auf den Abo-Button zu drücken und bei dem nächsten Video dabei zu sein. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.